Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ADD Smart Home. Ja, im heutigen Video möchte ich euch mal wieder ein Smart Lock vorstellen. Das letzte Mal, dass ich euch eins vorgestellt habe, ist schon ein paar Jahre her und die Firma Switchbot hat mich gefragt, ob ich nicht ihr neues Smart Lock testen möchte. Und da es ja schon ein bisschen her ist, dachte ich, okay, guckst du dir das Teil mal an. Also, falls ihr Interesse an einem neuen Smart Lock habt, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, wie gesagt, das letzte Mal, dass ich ein Smart Lock getestet habe, ist schon ein bisschen her. Und ich muss euch sagen, es hat sich einiges auf dem Markt getan. Denn seitdem hat sich, ja, was die Technik angeht, einiges verändert, einiges besser geworden. Und aus dem Grund dachte ich, gucke ich mir mal das Switchbot Smart Lock an. Als ich das erste Mal von Switchbot gehört habe, falls ihr es vielleicht auch noch kennt, das sind die mit diesem kleinen Schalter, die mechanisch einen Schalter auslösen können. Und da habe ich mir gedacht, was, die stellen auch Smart Locks und sowas her. Dann bin ich mal auf die Produktseite gegangen und habe mal geguckt, wow, ihr Sortiment ist ja mittlerweile extrem groß und die bieten alles Mögliche an. Und ich dachte mir, okay, testest du das Teil einfach mal, weil das hört sich mega interessant an. Also nicht nur das Lock hört sich interessant an, sondern vor allem dieses Teil hier. Also wir hätten hier zum einen einen Fingerabdruckscanner, ein Zahlenschloss, also mit Zahlenkombination. Und was man hier auf dieser Seite sieht, Vision, das heißt, hier gibt es auch noch eine Gesichtsscannung. Und ich dachte mir, okay, guckst du dir das mal an, wie das mit dem Gesicht funktioniert. Denn das ist ja im Vergleich zu anderen Produkten doch ein Alleinstellungsmerkmal. Denn ich kenne das bisher, war es immer so, dass wir mit einer kleinen Fernbedienung die Tür aufgemacht haben oder mit dem Handy. Das heißt, es wurde die Anwesenheit des Handys erkannt und dann ging die Tür auf. Und ich möchte Smart Lock nicht mehr an meiner Tür missen, und seitdem ich das hier kenne, hat sich auch noch mal ein bisschen was geändert und ja, deswegen war ich umso erfreuter, als das Ding kam, ich es eingebaut habe und es dann getestet habe. Das ist jetzt ungefähr seit 2 Wochen in Betrieb, 2,5, 3 Wochen, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ist schon eine Zeit lang in Betrieb und konnte es dementsprechend auch relativ ausführlich testen. So, da wären jetzt die guten Teile. Also das hier ist einmal das Smart Lock an sich. Kommen wir mal kurz zum Smart Lock, bevor wir zum Vision übergehen. Also das ist diese Standard ja, Smart Lock. Das heißt, ihr habt euren Schlüssel in der Tür stecken auf der Innenseite und dieses Schloss dreht dann halt den Schlüssel mit Motorkraft und öffnet so eure Tür. Was ich gleich zu Beginn sagen möchte ist, das Teil ist mega leise. Meine Erfahrungen beruhen ja auf 2 anderen Schlössern, die ich getestet habe, und die sind aber auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und als wir dieses Teil das erste Mal in Betrieb hatten und vor allem nachts, waren wir mega überrascht, wie leise das ist, vor allem in diesem Silence-Modus oder Night-Modus, bin mir gerade gar nicht sicher, wie der heißt. Es gibt einen Nachtmodus, das heißt, man stellt die Uhrzeit ein, ab wann das Ding leise drehen soll oder leise arbeiten soll. Das heißt, dann dreht es den Schlüssel ein bisschen langsamer. Und wenn dieser Modus aktiviert ist, das ist unglaublich, wie leise das Teil ist. Aber selbst im normalen Modus ist das Teil unglaublich leise im Vergleich zum ersten Smart Lock, das ich getestet habe. Es gibt ja mittlerweile, wie gesagt, schon einige Smart Locks. Wie es bei denen ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich vergleiche das jetzt immer mit dem ersten Smart Lock, das ich getestet habe und das bis vor kurzem bei mir in Betrieb war. Das Schloss hier vorne, das hier ist Aluminium, das hier ist Kunststoff, auch das hier ist Kunststoff, genau. Und auf der Rückseite sieht man, das ist halt einfach diese Einkerbung vom Schlüssel und der wird dann gedreht. Dann das Teil hier kann man abmachen und hier drunter befindet sich der Akku-Pack. Ich nehme den mal kurz raus. Das hier ist der Akku-Pack, das heißt, hier sind keine Batterien drin, sondern so ein Akkupack. Und mithilfe dieses Akkupackes soll das Schloss ungefähr 9 Monate durchkommen. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, denn es ist ja erst 2,5 Wochen in Betrieb. Dann ein ganz interessantes Feature. Hier unter dieser Abdeckung, hier ist
Okay, hier unter dieser Abdeckung, hier ist auch nochmal eine zusätzliche Batterie, die bis zu 500 Öffnungen erlaubt. Das heißt, falls ihr diesen Akku-Pack gerade draußen habt zum Laden, dann ist das Schloss immer noch funktionsfähig, weil hier nochmal eine Reservebatterie verbaut ist. Und mit dieser Reservebatterie könnt ihr halt bis zu 500 Öffnungen oder Schließungen durchführen. Und dann hat das Teil auch nochmal eine dritte Batterie verbaut. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Die wird wahrscheinlich hier hinten irgendwo sein. Ich glaube, das ist irgendwie so ein kleiner Kondensator oder irgendwie sowas. Und mit dieser dritten Batterie könnt ihr bis zu 5 Notöffnungen realisieren. Das heißt, falls ihr den Schlüssel vergessen habt, kommt ihr immer noch rein oder beide Batterien hier leer sind, kann diese Batterie immer noch einspringen. Aber wenn die hier sich zum Ende neigt, dann werdet ihr benachrichtigt. Und ich glaube, wenn die sich auch zum Ende neigt, werdet ihr auch benachrichtigt. Also es sind genug Reserven da und genug genug Batterien verbaut, damit ihr nicht vor verschlossener Tür steht. Wichtig, um dieses Schloss zu montieren, braucht ihr einen Doppelzylinder. Was heißt Doppelzylinder? Also ihr müsst von beiden Seiten die Tür öffnen können bzw. aufschließen können, wenn sich ein Schlüssel auf der anderen Seite befindet. Das heißt, falls ein Schlüssel auf der Innenseite steckt, müsst ihr immer noch von der Außenseite die Tür aufschließen können. Wenn das nicht geht, dann könnt ihr dieses Smart Lock nicht verwenden, denn es ist zwingend notwendig, dass der Schlüssel von der Innenseite steckt, und von der Außenseite braucht ihr ja immer noch die Möglichkeit, um die Tür zu öffnen, falls irgendetwas mit diesem Schloss hier nicht funktionieren sollte. Die Verarbeitung an sich sehr gut, sehr gelungen. Das Design ist okay. Es ist ein bisschen groß für mein Gefühl, aber es ist alles noch im Rahmen. So, beschwert sich wieder, weil ich die Batterien rausgemacht habe. Kommen wir zum zweiten Produkt, und das ist dieses Touchpad, oder wie heißt es genau? Muss ich nochmal gucken. SwitchBot Keypad Vision. Also dieses Vision, das ist auch ganz interessant. Kommen wir zuerst mal auf die Knöpfe, die es hat. Also wir haben einmal hier einen Knopf, der ist ein bisschen unscheinbar. Viele kennen den gar nicht. Damit kann man zum Beispiel das hier aktivieren, also dieses Vision, die Kamera aktivieren. Dann haben wir hier beziehungsweise das dient auch als Klingel. Das kann man nämlich auch als Klingel benutzen, dann piepst das Schloss drin. Dann haben wir den Fingerabdrucksensor, das ist Standard Fingerabdruck drauf, und dann öffnet er. Dann die Geschichte mit der Zahlenkombination, das heißt, wir können es per Zahlenkombination öffnen. Und dann versteckt sich, das blende ich euch auch nochmal ein, hier hinter diesem Display auf dieser Seite verbirgt sich eine Art, ich beschreibe es mal so, ein Laser, der das Gesicht abtastet und dann euer Gesicht erkennt. Und wenn er das Gesicht erkennt, also es in diesem Gerät hinterlegt ist, dann öffnet es euch die Tür, und ihr könnt, ohne dass ihr irgendeine Taste drückt, die Tür öffnen. Das Teil funktioniert richtig gut bis jetzt. Es ist bei uns nicht optimal angebracht, denn, das zeige ich euch auch noch oder blende es euch hier mal ein, bei uns geht man die Treppe hoch und steht im Grunde direkt vor der Tür. Das heißt, man hat kein Podest oder keinen Vorraum oder irgendetwas, wo man drauf steht, sondern man steht im Endeffekt auf der letzten oder vorletzten Stufe, und dann ist man schon an der Tür. Und dieses Teil soll normalerweise in 1,30 Meter Höhe montiert werden. Und wenn man sich dann nähert, kann man einstellen, ab wie viel Meter. Ab 3 Meter, ab 2 Meter oder ab 1 Meter soll der Bewegungsmelder, der sich hier drin befindet, reagieren und das Gerät hier einschalten. Das heißt, die Kamera aktivieren oder den Laser aktivieren, damit er euer Gesicht scannt. Jetzt ist es bei uns so, wir kommen ja die Stufen hoch und wir sind zuerst mal außerhalb dieses Bewegungsmelders, und deswegen reagiert das Schloss ungefähr auf der 4., 5. Stufe, also 4, 5 Stufen bevor wir vor der Tür sind. Reagiert es, geht an, dann scannt es das Gesicht und öffnet die Tür. Das bedeutet bei uns zumindest immer, dass wir ungefähr 2 bis 3 Sekunden warten müssen, bis wir in die Tür rein können, weil wir relativ spät erkannt werden. Wenn das Teil jetzt irgendwo ganz normal angebracht ist, ich sage mal irgendwo
an die Tür und ihr kommt von geradeaus auf dieses Gerät, dann registriert es diese Bewegung schon aus 3 Meter Entfernung, geht an, startet diesen Prozess und dann ist die Tür vermutlich offen, sobald ihr an der Tür seid. Ist bei uns nicht der Fall, aber dennoch ist es in Ordnung, denn was mir wirklich sehr gut gefällt, dadurch, dass wir im Dachgeschoss wohnen, muss ich keinen Schlüssel mitnehmen, ich muss keine Fernbedienung mitnehmen und diese Gesichtsentsperrung funktioniert echt 1A, noch keine Probleme gehabt. Wenn ihr Probleme habt, dann macht sich das Schloss auch bemerkbar, dann sagt es, kommen Sie näher, das Gesicht ist verdeckt oder ähnliches, aber ihr könnt diese ganzen Töne und diese Sprechen von dem Teil hier auch deaktivieren. Okay, also das war das Vision. Schloss habe ich erklärt. Was ihr noch braucht, ist so ein kleines Hub. So, dann kommen wir zur Installation von dem Smart Lock. Die Installation ist im Grunde relativ einfach. Das blende ich euch hier auch nochmal ein. Ihr habt im Grunde ein paar Klebepads oder ein paar Schraubpads dabei. Die schraubt ihr auf euren Zylinder drauf oder klebt es drauf. Und dann wird das Schloss einfach nur draufgesetzt, in Betrieb genommen. Und dann war es das auch schon. Das heißt, ihr setzt den Akku ein. Ich blende euch das hier alles ein. Setzt den Akku ein, nachdem ihr das hier befestigt habt und könnt im Grunde schon fast sofort loslegen. Als erstes empfiehlt sich natürlich das Hub zu installieren. Wenn das Hub installiert ist, dann könnt ihr das hier installieren. Sobald es in Betrieb ist, richtet es ein. Und sobald das erledigt ist, könnt ihr das Vision installieren. Das wird einfach irgendwo hingeklebt oder gebohrt. Wir haben es geklebt. Da sind diese 3M Klebepads dabei. Dann gibt es hier hinten auf der Rückseite noch ein Ausschalter und dann wird es halt einfach montiert. Achso, hier ist auch noch so ein Diebstahlschutz. Das heißt, hier ist ein kleiner Knopf und der ist gedrückt, wenn das Teil eingerastet ist. Und falls es jemand entfernt, dann fängt das Teil hier an zu piepsen und ihr bekommt eine Benachrichtigung auf dem Handy, dass jemand das Teil abgeschraubt hat. Aber das hindert natürlich keinen daran, das Teil hier zu klauen. Aber ob er damit was anfangen kann, ist dann halt die andere Frage. Mir ist aufgefallen, 2 Sachen habe ich vergessen zu erwähnen, möchte ich auch noch sicherheitshalber machen. Und zwar der Akku, der wird hier über einen USB-C-Stecker geladen, genauso wie das Pad hier. Hier gibt es unten drunter einen USB-C-Anschluss und darüber könnt ihr das Vision laden und braucht keine Batterien oder ähnliches. So, dann gucken wir uns mal die App an. Also ich hatte das jetzt zuerst mal oben montiert, wollte es euch zeigen und dann musste ich feststellen, dass ich mich in Bluetooth-Reichweite befinden muss, damit ich auf einige Einstellungen zugreifen kann. Deswegen habe ich die Dinger jetzt wieder demontiert, sind jetzt wieder hier bei mir auf dem Tisch. Dann habe ich das Ganze nochmal aufgenommen und dann habe ich gemerkt, dass ich aus Versehen vergessen habe, den Bildschirm aufzunehmen. So kann es manchmal gehen. Okay, also jetzt ein 3. oder 4. Mal, neuer Versuch. Also wir haben jetzt hier in der App, sehen wir einmal das Hub Mini, das ist das hier, das habe ich sicherheitshalber auch mal runtergebracht. Und wenn ihr dieses Hub Mini installiert, das ist auch gleichzeitig eine Infrarot-Fernbedienung und deswegen seht ihr bei mir hier auch den Eintrag Klimaanlage, denn unsere Klimaanlage ist in der Nähe dieses Gerätes und das Ding wirkt wie ein Infrarot-Booster und dadurch kann man dann halt auch infrarot gesteuerte Geräte wie zum Beispiel Klimaanlage, Fernseher oder was auch immer steuern. Funktioniert ganz gut, finde ich super, hatte vorher ein anderes Gerät, um das zu machen und wurde jetzt halt durch den SwitchBot abgelöst. So, dann kommen wir zu dem Smart Lock Ultra, also in die Einstellungen. Ihr seht jetzt, dadurch, dass hier die Tür offen ist, beziehungsweise hier gibt es auch noch einen Magneten. Und wenn die Tür länger, wie zum Beispiel 5 Minuten ist, aktuell eingestellt offen ist, dann fängt das Schloss hier an zu piepsen und ihr bekommt auf dem Handy eine Benachrichtigung, dass die Tür länger wie 5 Minuten offen steht. Vorher war das live im Video, war die Tür länger wie 5 Minuten offen stand, aber da hatte ich es ja nicht aufgezeichnet. Deswegen müsst ihr mir jetzt einfach glauben, dass es funktioniert. Vielleicht finde ich auch noch mal ein Video, da blende ich es euch auch noch mal kurz ein. Bluetooth-Signal nicht rot, sondern schwarz. Jetzt perfekt.
Jetzt ist es länger wie 5 Minuten offen, die Tür, und dann gibt es hier eine Warnung, dass die Tür offen steht. Hatte ich so eingestellt, zeige ich euch auch gleich nochmal, und bekommt hier auch in der App die Push-Benachrichtigung und die Info, dass die Tür offen ist. Wollte ich euch noch zeigen, hat sich somit erledigt. Also das gibt es auch. Das Teil piepst dann. So, das heißt, hier oben rechts sehen wir jetzt einmal rot, dass die Tür offen ist. Dann das Wolkensymbol, dass es mit der Cloud verbunden ist, also das Internet funktioniert. Dann Bluetooth, dass Bluetooth-Verbindung zwischen dem Handy und dem Schloss besteht. Dann der Batteriezustand. Ich glaube, der lag irgendwo bei 66%. Ich hatte das nicht geladen, als ich die installiert habe, oder nur ganz kurz, und seitdem habe ich sie nicht mehr geladen. Und dann hier oben Zahnrad, dort sind die Einstellungen. Aber bevor wir dorthin gehen, gucken wir uns nochmal hier unten an. Keypad Vision 53, das heißt, dieses Schloss ist mit dem hier gekoppelt. Dann gibt es noch eine Videotürklingel, ein Remote und Notentriegelung. Die habe ich alle nicht getestet. Bei Protokoll sehen wir die Einträge, wer wie wo was geöffnet hat. Das heißt, ihr seht hier, dass die Tür geöffnet wurde mit dem Gesichtseintrag. Dann hier einmal mit dem Fingerabdruck. Das war doch auch hier irgendwo, genau, Fingerabdruck. Und dann, dass die Tür länger wie 5 Minuten offen steht. Das ist einmal hier der Fall und einmal hier der Fall. Das war, was ich gerade eben vorhin aufgezeichnet habe. Und dann gibt es hier auch nochmal einen Gesichtseintrag, der heißt Eddie Bike. Das erzähle ich euch aber auch nochmal gleich was dazu, was sich dahinter verbirgt. Und dann könnt ihr im Grunde, wenn ihr hier auf auf dieses Symbol klickt, könnt ihr entweder verriegeln, Tür zuschließen oder abbrechen. Könnt ihr also auch machen. Und dann kommen wir hier zu den Einstellungen. Also Grundeinstellungen von diesem Smart Lock. Hier habe ich nichts verändert. Das ist alles so geblieben, wie es ist. Ist auch alles selbsterklärend. Dann diese Schnelltaste. Das heißt, dieses Ding ist auch noch eine Taste. Das heißt, wenn ihr drauf drückt, könnt ihr sagen, was passieren soll. Verriegeln, entriegeln oder nur eins von beidem. Bei mir ist es so geblieben, wie es ist. Und dann gibt es hier noch einen Alarm. Das ist das, was ich bevor erzählt habe. Wenn die Tür länger wie 5 Minuten offen steht, dafür müsst ihr den Magneten hier einlernen. Dann bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung aufs Handy, dass die Tür offen ist. Das hier fängt an zu piepsen und werdet halt gewarnt. Dann Warnung bei unverschlossener Tür. Das habe ich nicht getestet, auch nicht weiter angeguckt. Dann Auto-Lock habe ich auch nicht angeguckt. Das heißt, wenn ihr geht, beziehungsweise wenn wir gehen, machen wir es immer so, dass wir die Tür über diesen Knopf hier schließen. Das heißt, einfach da drauf und dann wird die Tür verschlossen. Dann Türschloss kalibrieren, das macht ihr bei der Inbetriebnahme. Magnet kalibrieren macht ihr auch bei der Inbetriebnahme. Falle einstellen, hier stellt ihr ein, wie die Haltedauer sein soll. Ist auch standardmäßig so eingestellt. Dann teilweise Verriegelung habe ich auch nicht umgestellt, ist so geblieben, wie es ist. Und dann Drehgeschwindigkeit Beta, die steht bei mir auf Standard. Dort könnt ihr halt einstellen, wie schnell er die Tür öffnen oder schließen muss. Aber ich muss sagen, mit der Standardeinstellung bin ich sehr zufrieden. Das ist schnell und leise, was für mich zumindest wichtig ist. Dann Nachtmodus, das hatte ich ja vorhin angesprochen, dass das Ding mega leise ist. Und hier ist eingestellt, 20 bis 6 Uhr soll es in diesem Nachtmodus sein. Und das ist wirklich mega, mega leise und hört man kaum. Also meine Frau ist zumindest begeistert, denn die hat sich über das alte Schloss immer aufgeregt, dass es so laut war. So, ansonsten die Einstellungen hier seht ihr, was ihr noch machen könnt. Auto Unlock Beta, das hatte ich die ganze Zeit aktiviert, aber weil ich ein paar Demo-Videos gebraucht habe, habe ich das wieder ausgeschaltet. Und zwar ist das so, mal gucken, ob ich hier was einblenden kann. Mal gucken, ne, steht nichts. Wobei doch steht. Also wenn man sich halt aus einem Radius von 200 Meter von diesem Schloss entfernt, dann weiß das Gerät, dass man nicht mehr zu Hause ist. Und wenn man dann wieder reinkommt in diesen, ich sag mal, Radius, in diesen Geofence, seht ihr jetzt, hier ist auf 200 Meter gestellt, dann weiß das Schloss, dass ihr nach Hause kommt, und dann öffnet es die Tür nicht mit dem Gesichtserkennung oder Fingerabdruck, sondern sobald sich das Handy in der Nähe befindet, wird die Tür geöffnet und ihr könnt einfach ungehindert reingehen.
Funktioniert auch sehr gut, hatte ich 2, 3, 4 Tage ungefähr getestet. Zeige ich euch auch nochmal, blende ich euch ein paar Videos ein. Dort seht ihr, also hat auch super funktioniert, bin sehr zufrieden. Einziger Kritikpunkt, wenn ich die Einstellungen oder diese App teile mit meiner Frau zum Beispiel, kann sie diese Funktion bei sich nicht aktivieren. Deswegen müssen wir den Account teilen. Das heißt, auf beiden Handys ist der gleiche Account, damit das funktioniert. Da muss ich nochmal bei SwitchBot nachfragen, wieso das so ist, weil eigentlich ist das ein bisschen bescheuert. Das heißt, wenn ich meine Frau freigebe und sie nur als normalen Benutzer freigebe, hat sie kein Auto-Unlock bei sich verfügbar, kann es deswegen nicht einstellen. So, dann Dienst von Dritten. Ich glaube, da war irgendwas Alexa und so weiter. Matter habe ich alles nicht getestet, kann ich nichts weiter dazu sagen. NFC, das ist das, was ich gesagt habe. Ich dachte, ich kann es mit der Tür, mit dem Handy entriegeln, aber das hat nicht funktioniert, wieso auch immer. Hatte ich getestet, ging bei mir nicht. Dann Installationsanleitung, Hilfe, Feedback, Batterien und Firmware-Version. Bei dem Schloss gab es anfänglich, ich glaube mit der Version 1.6 und drunter ein paar, ich sag mal, Schwierigkeiten, dass irgendwelche Daten verloren wurden oder irgendwie sowas in der Art. Mit Version 1.7, da habe ich gestartet. Seitdem, also mit dieser Version, hatte ich überhaupt keine Probleme. Irgendetwas verlernt oder sowas gab es bei mir nicht. Kommen wir zum Vision Ultra. Gucken uns das auch nochmal schnell an. Also wir haben hier einmal die Passwörter, die wir vergeben können. Das heißt, wir geben einmal ein Hauptpasswort ein, womit man alles Mögliche ändern kann. Dann können wir hier Gesichtserkennung aktivieren und Gesichter hinzufügen und können auch sagen, ob sie permanent oder nur temporär sind. Das gleiche gilt für Fingerabdruck und für NFC-Karten. Gucken wir mal kurz in den Einstellungen. Hier Gesichtserkennungseinstellungen. Ja, Erkennungssensibilität, das möchte ich euch mal kurz zeigen. Hier kann man einstellen, dass ab 3 Meter das Ding reagiert. Wie ich anfangs erwähnt habe, ist bei uns das Schloss nicht in 1,30 Meter montiert, sondern ein bisschen tiefer. Und ich habe die Sensibilität auf 3 Meter gestellt, aber dennoch funktioniert es nicht. Das heißt, wir müssen doch relativ nah am Schloss sein, damit es geöffnet wird. Das heißt, wir müssen immer ungefähr 2 bis 3 Sekunden vor verschlossener Tür stehen, bevor die Tür geöffnet ist. Normalerweise steht es, glaube ich, auf 1 Meter. So, das sind die da. Ruheintervall, ja, wann er reagieren soll, wann nicht. Das heißt, wenn man zu oft in die Nähe kommt, dass er nicht jedes Mal reagiert. Und Gesichtserkennung, das heißt automatisch, wenn der Bewegungsmelder hier eine Bewegung realisiert oder alternativ, wenn man hier diesen Knopf drückt, dass er erst dann aktiviert wird. Das bedeutet das, dann Sperrtaste-Einstellungen, das ist diese Taste, was da passieren soll. Tasteneinstellungen, ja, Klingeltöne, aktivierte Szenen und so weiter, das ist diese Taste wieder. Dann Keypad deaktivieren, dort kann man das deaktivieren oder aktivieren, dann habe ich nichts gemacht. Dann Entfernungswarnung, da muss ich auch noch mal was sagen. Das heißt, falls irgendjemand das Teil hier klauen sollte, dann gibt das Ding einen Alarm. Das heißt, ihr bekommt eine Push-Benachrichtigung auf das Handy und dieses Teil hier macht sich bemerkbar. Aber da ist meiner Meinung nach noch ein Bug drin, denn wenn ihr die Audioeinstellungen so wie ich auf stumm habt, das heißt, damit das Schloss nicht mit euch redet, denn dieses Schloss redet mit euch, sagt, kommen Sie näher, Ihr Gesicht ist verdeckt oder wie auch immer. Wenn ihr diese Ansagen nicht haben wollt und das auf stumm macht, dann ist auch diese Alarmmeldung stumm. Das heißt, es gibt keinen Ton von sich. Blende ich euch hier auch nochmal ein, seht ihr auch, dass das Ganze nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Aber da werde ich auch nochmal den Support anschreiben und fragen, was sie sich dabei gedacht haben. Dann Fast Unlock, das war bei mir die ganze Zeit aktiviert, hatte keine Probleme, hat funktioniert. Gekoppelte Geräte, mit wem es gekoppelt ist, mit dem Schloss hier funktioniert. Und ansonsten Firmware, hier ist Firmware 1.4 und wie gesagt, ich hatte in der Zeit, wo ich das teste, 2,5 Wochen, keinerlei Probleme mit irgendwelchen vergessenen Sachen oder ähnliches. So, dann kommen wir zur Gesichtserkennung und ihr seht, hier habe ich hier zweimal Eddie drin.
Das hat einfach diesen Grund, dass ich einmal mit dem Fahrrad nach Hause komme. Das heißt, ich habe einen Helm auf, eine Brille, eine Sonnenbrille auf und mein Gesicht sieht komplett anders aus. Und damit das Schloss dennoch funktioniert, habe ich zweimal mein Gesicht eingescannt. Das heißt, einmal ganz normal, so wie es jetzt ist, und einmal mit dem Helm und mit der Sonnenbrille. Und somit hatte ich überhaupt keine Probleme, dass mich das Schloss irgendwie nicht erkannt hat oder nicht. Blende ich euch auch noch mal ein paar Videos ein. Hat bei mir zumindest sehr zuverlässig funktioniert. Bei meinem Sohn war das so, dadurch, dass der ein bisschen kleiner ist. Der ist 7 Jahre und ist halt dementsprechend auch ein bisschen kleiner. Und er hatte zum Beispiel das Problem, dass er ganz relativ weit oben auf die letzte oder vorletzte Stufe gehen muss, damit das Schloss einen erkennt. Denn jedes Mal, wenn es einen erkennt, fängt dieses weiße Licht an zu blinken und dann heißt es, dass er gerade das Gesicht scannt. Und bei ihm ist es so, dass der Bewegungsmelder anscheinend ihn nicht registriert und deswegen steht er immer vor der Tür und winkt mit den Händen und dann reagiert das Schloss. Also da könnte man eventuell auch nochmal von Seiten des Herstellers ein bisschen nachbessern, aber wie gesagt, bei uns sind die Bedingungen auch nicht wirklich optimal, was das angeht. So, das wären die Sachen zum Keypad Vision. Und dann wären wir im Grunde auch schon durch mit der App und mit den Geräten. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem Fazit. So, kommen wir zu meinem Fazit. Also, wie gesagt, das Teil ist jetzt ungefähr 2 Wochen in Betrieb, oder 2,5 Wochen in Betrieb, bevor das Video online geht, werde ich das weiter testen. Es wird bestimmt auch noch mal 1, 2 Wochen vergehen, bis es online geht. Und falls sich irgendetwas ändern sollte oder irgendwelche Probleme auftauchen sollten, dann schneide ich das ins Video rein. Aber ich muss sagen, nach 2 Wochen Betrieb bin ich sehr begeistert von dem Teil und werde es auch dran lassen. Das heißt, das alte Smart Lock ist ja demontiert und bleibt auch demontiert und wird halt durch das hier ersetzt. Einzige kleine Wermutstropfen, was mir hier an diesem System fehlt, ist, ich habe von dem anderen Hersteller auch noch eine Tür, damit die Haustür die Haustür geöffnet wird. Wenn jemand klingelt, dann öffnet er automatisch die Haustür. Das gibt es bei dem System so nicht. Und deswegen bleibt von dem alten System nur noch diese Türklingel-Geschichte übrig. Und von der Wohnungstür oder bei der Wohnungstür wurde es halt durch das Switchbot Smart Lock Ultra abgelöst. Das Teil hier finde ich richtig genial, das gefällt mir richtig, richtig gut, vor allem wegen dem Gesichtsscanner. Er braucht zwar 2 bis 3 Sekunden, aber das ist allemal besser, wie wenn das Handy mal nicht erkannt wird, denn das hatte ich immer wieder mal das Problem früher, dass ich vor verschlossener Tür mit dem Fahrrad stand, weil das Handy gerade irgendwie gesponnen hat und dann ging die Tür nicht auf. Das heißt, ich musste irgendwie in die Tasche meinen Schlüssel rausholen und wie ihr bei mir seht, ist ja die Treppe relativ steil und das heißt, wenn man da mit dem Fahrrad steht, muss man den Schlüssel irgendwie rausholen. Das macht wirklich keinen Spaß. Deswegen mit dem hier hat es bisher überhaupt nie irgendwelche Probleme gegeben. Das heißt, mein Gesicht wurde jedes Mal erkannt mit Helm, mit Sonnenbrille auf und dauert halt immer nur 2 bis 3 Sekunden. Ansonsten mega zufrieden. Und dann der andere dicke, fette Pluspunkt. Das Teil ist so unglaublich leise, dass es einfach allein deswegen schon das alte Schloss ersetzt, weil das hier wirklich sehr, sehr leise ist und meine Frau meckert jetzt nicht mehr, dass das Schloss so laut ist. Also da hat sich einiges an mit der Technik getan und auch ansonsten der Fingerabdruck, den hatte ich auch anfangs getestet, funktioniert auch sehr gut, sehr schnell. Das heißt, man drückt drauf und die Tür öffnet. Mal gucken. Ja. Jetzt habe ich wahrscheinlich die Büchse der Pandora geöffnet, weil er jetzt nicht merkt, dass die Tür aufgeschlossen ist. Jetzt gibt es bestimmt gleich eine Fehlermeldung. Kann ich das abschalten? Wahrscheinlich nur, indem ich die Batterie rausmache. Das war jetzt keine gute Idee. Oh nein, jetzt hat er die andere Batterie, die Notfallbatterie. Also stecken wir das wieder rein, bevor die leer geht. Oh, jetzt hat er gemeckert. Aber jetzt haben wir auch gesehen, dass es auch funktioniert, wenn der Akku nicht drin ist. Hat ein bisschen langsamer gedreht, aber hat dennoch
funktioniert. So, dann hätten wir diesen Test auch abgeschlossen, ungewollt abgeschlossen. Also, ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden. Der Preis von dem Teil, lasst mich nicht lügen, ich glaube 240 € oder sowas. Das heißt, das Schloss mit dem Vision Keypad irgendwas 250 €, dann kommen meistens noch irgendwelche Rabatte dazu, dann landet man wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Teil, das Teil wird definitiv bei mir bleiben und hat das alte System abgelöst und ich denke, das Geld ist gut investiert. Und die Gesichtserkennung funktioniert auch. In diesem Sinne, falls ihr Interesse an dem Produkt habt, guckt mal in die Videobeschreibung. Ich probiere noch ein paar Rabattcodes zu organisieren und würde mich freuen, wenn ihr die Teile über meine Links in der Videobeschreibung kauft und so mich und diesen Kanal etwas unterstützt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß mit eurem SwitchBot Ultra und SwitchBot Keypad Vision.